Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und pünktlich zum Elevator soll es wieder mal ein kleines Tool geben, was euch bei der Berechnung helfen soll für eure Belohnungen, die ihr bekommt, die ja auch, wie gesagt, levelabhängig sind, beziehungsweise halt auch ausbaustufentechnisch von eurer Festung abhängig. Und ja, es gab ja letztes Mal schon eine Liste zum Elevator zu den einzelnen Stockwerken, was die ja an Belohnungen bringen. Und da dieser Elevator jetzt ja ein bisschen angepasst worden ist, gibt es auch eine angepasste Liste in Form dessen, und zwar hier erstellt von Don Muerte hier, der ja auch das Schmiedetool erstellt hat, und auch ein Dankeschön an alle anderen Leute, die hier auch mitgewirkt haben, um eben diese Liste zu erstellen bzw. zu aktualisieren. Das Ganze ist sehr, sehr hilfreich und habe ich euch unten mal in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, hier oben könnt ihr die einzelnen Etagen auswählen und hier seht ihr halt eben, was diese einzelnen Etagen bringen. Das hatte ich euch ja letztes Mal schon gezeigt. Wie gesagt, das Ganze wird natürlich auch aktualisiert und wurde jetzt auch aktualisiert, wenn man jetzt mal auf Stufe 500 runtergeht. Ihr seht ja, das Ganze ist jetzt auch vom Goldcap hier natürlich auch angepasst worden. Und ja, diesmal gibt es noch eine kleine Neuerung. Falls es noch mehr Neuerungen gibt, können die Betreiber der Seite mir das gerne sonst schreiben oder in die Kommentare packen oder so. Aber es gibt auch eine Neuerung, und zwar hier für die Hell-Tokens bzw. für die Belohnungen eurer Gilde, beziehungsweise ja, was ihr halt eben daraus bekommen könnt, wenn ihr halt dieses und dieses Level habt. Ich wurde schon wieder ausgeloggt hier. Ja, geben wir da einfach mal mein Level ein. Wir sind jetzt Stufe 610, das kann man hier eingeben, ja. Wir haben ein Festungslevel von 20 und dann sieht man hier schon, was die Goldkiste einbringt, was die Festungskiste einbringt und die ja, Schmiedekiste. Und je nachdem, wie viele Tokens halt eure Gilde eingesammelt hat, ihr braucht halt, wie im letzten Video schon erwähnt, 475.000 Tokens, um halt die maximale Anzahl zu bekommen. Das sind 16 Kisten hier jeweils und macht in der Summe dann ein Ergebnis von 50 Kisten. Und hier unten steht halt dann eure genaue Belohnung, was ihr denn diesen Tag bekommen habt. Also man kann jeden Tag auf meiner Stufe 39.040 Kristalle bekommen. Das ist echt verdammt viel. Ja, und das ist schon sehr, sehr heftig. Man kann da viel rumprobieren, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir erreichen nur 110.000 Tokens hier, dann haben wir nur 10 Kisten, 9 und 9 Kisten und dann haben wir hier halt eben dieses Ergebnis. Oder man kann zum Beispiel sagen, man erreicht jetzt alle Top-Kisten hier als Gilde zusammen und man ist jetzt nicht Stufe 610, weil ich erreiche ja auch noch Stufe 611. Dann kann man hier zum Beispiel rumdrehen. Und man sieht dann halt, wie sich der Wert da unten verändert von 83,8 Millionen auf 84,6 Millionen pro Level. Und wenn wir jetzt hier das Maximallevel eingeben, 632, hier dürfte es ja nicht weiter mehr steigen. Nee, das ist ja auch das Maximallevel, was das Goldeinkommen angeht. Dann sehen wir hier das Maximale, was man rausholen kann. Auf der Stufe halt eben sind 6 Millionen pro Tag hier, ne, also pro Kiste. Das bleibt natürlich gleich und das ist auch ein bisschen angepasst, also deutlich mehr Ressourcen hier auch auf der Stufe. 102 Millionen Gold, das schmeckt natürlich auch zusätzlich, aber was viel mehr schmeckt, sind halt diese beiden Ressourcen hier. Ne? Oder man sagt halt, man ist jetzt sagen wir mal Stufe 400, ja, dann sehen wir hier, aha, das Maximale, was man hier rausbekommen kann, ist halt eben das und das. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ganz lustige Spielerei. Oder man kann hier auch zum Beispiel für die Ressourcen einstellen. Ich habe vielleicht nur eine Festungsstufe 10, ja, dann hat man diese Ressourcen hier, mit 15 dann die und mit 20 dann diese hier, ne? Natürlich halt immer alles gerechnet auf die jeweiligen Tokens, die man halt eben pro Gilde sammelt. Ne?
Genau, das wollte ich euch mal zeigen, das Tool. Ich fand es recht hilfreich. Kann man sich eine gute Übersicht verschaffen, was man so pro Tag erreichen kann. Ansonsten, ja, wie gesagt, sieht man hier halt auch die einzelnen Etagen bzw. die Belohnung, die man pro Etage halt auch bekommt. Und das ist auch relativ hilfreich. Wie gesagt, wer das Ganze mal ein bisschen testen will, mal ein bisschen rumspielen möchte damit, der kann dies gerne in der Videobeschreibung mal abchecken. Ne? Deswegen ansonsten nochmal vielen Dank an die Ersteller hier von der Seite. Ich persönlich nutze das Schmiedetool auch immer, wenn ich was zum Zerlegen brauche. So, ne? Also meistens dann halt, wenn Elevator ist oder nicht, wenn Legendary Dungeon ist und ich mein Inventar voll habe mit Epics, dann müssen die natürlich auch immer in die bestmöglichen Epics auch umgewandelt werden. Damit die dann halt auch den besten Kristallwert mir verschaffen können, ja. Und weil auch viele nachgefragt haben, meine aktuellen Schmiederessourcen sehen jetzt zurzeit so aus. 3,7 und 3,4 Millionen Kristalle haben wir hier am Start. Ist schon relativ viel. Ich muss aufpassen, dass ich in nächster Zeit auch ein bisschen mehr Metalle bekomme, weil die braucht man ja deutlich mehr als Kristalle. Da habe ich aber momentan mehr Wert auf die Splitter gelegt. Und deswegen sind die fast gleich auf, ne? Aber man muss halt eben dazu sagen, die ganzen Ressourcen, die man hier durch den Elevator jetzt noch bekommt, das trägt einen ordentlichen Teil dazu bei, dass man jetzt hier richtig, richtig schnell vorankommt. Und eventuell könnte ich vielleicht doch mit Stufe 650 mich komplett nochmal equippen, weil wir haben uns ja auf Stufe 599 das letzte Mal equipt. Lohnt sich jetzt für mich natürlich noch nicht, aber ab Stufe 650 hatte ich ja gesagt, ich könnte mir überlegen, mich dort auf der Stufe nochmal einmal komplett neu zu equippen und eventuell haben wir bis dahin die Ressourcen zusammen, alles auf Stufe 20 zu ziehen mit dem neuen Equipment denn. Aber da bin ich noch am Überlegen, ob ich das ganz schaffe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss da eher auf Stufe 700 warten, eines Tages irgendwann mal, um dann halt mir die Ressourcen anzusparen und dann durchzustarten und dann alles auf Stufe 20 zu ziehen. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ich bin mir noch sehr unentschlossen da, was das angeht. Denn ihr seht, dass alleine hier die Waffe von 15 auf 20 zu ziehen, kostet hier schon 1,5 Millionen Kristalle, sorry. Und das ist schon echt heftig, muss man mal so sagen. Ne? Und dann jedes einzelne Item kostet dann auch nochmal knapp 750.000 Kristalle. Und das ist bei jedem anderen Item jetzt auch so. Ne? Dann kann man sich zusammenrechnen, wie viel man auch insgesamt braucht, um alles auf 20 zu ziehen. Das Ding ist aber, wenn ich auf Stufe 650 bin, dann werden die Upgrades natürlich auch teurer, weil die Gegenstände höher sind von der Stufe her und dann halt eben auch die Kristall- und Metallkosten dann halt auch steigen. Ne? Aber ansonsten habe ich schon einen ganz guten Gesamtwert, denn man darf ja auch nicht vergessen, das sind ja nicht meine einzigen Ressourcen hier, das sind ja die wenigsten Ressourcen, die ich habe. Meine Items, das sind ja quasi auch Ressourcenhalter. Ne? Wenn man sich das hier mal anschaut, jedes Item hier hat eine halbe Million Kristalle und fast auch eine halbe Million Metalle als Verbesserung. Das ist in der Summe auch schon mal ordentlich was und alleine die Waffe hat hier auch 1 Million Metalle und Kristalle fast. Ne? Also hier steckt auch nochmal ordentlich was an Ressourcen drin und die ganzen Items, die würde ich natürlich auch alle zerlegen, damit ich dann halt eben auf einen Gesamtwert komme, um halt eben mein neues Equipment, was ich dann komplett austauschen wollen würde, dann eben abzugraden. Ne? Die Sachen darf man hier drin auch nicht vergessen. Ja? Ansonsten meine Begleiter sind soweit eigentlich alle ziemlich entrüstet. Die habe ich auf die minimalsten Sachen hier geupgradet. Außer der Marquardt, der hat noch ein paar Items, wo man ein paar Ressourcen rausziehen könnte. Hier ist zum Beispiel gar nichts verbessert, aber ist nicht weiter schlimm. Ne? Der hat hier noch 2, 3, 5er Items, aber das macht den Kohl jetzt wirklich mittlerweile nicht mehr fett. Wenn man sich mal so bedenkt, was man hier pro Tag im Elevator verdient, dann braucht man hier die Items jetzt auch nicht großartig auf Krampf irgendwie abziehen, um zu sagen, die ganzen Ressourcen, die behalte ich jetzt für mich. Früher hatte ich die mal ein bisschen höher gehabt von der Verbesserung her, gerade mein Marquardt war ziemlich stark, weil der hat halt direkt die Items von meinem Main bekommen.
direkt und ja, mittlerweile ist es aber so, bin ich an der Stufe angekommen, dass ich mich nicht mehr großartig jedes Mal verbessere. Und deswegen ich höchstwahrscheinlich, wenn überhaupt, nur in 50er Level-Schritten auf der Stufe jetzt vorgehe, wo ich nochmal sage, ey, ich verbessere mein Equipment oder ich hole mir ein neues Equipment. Alles andere ist jetzt meines Erachtens nach jetzt nicht wirklich notwendig, was jetzt so die Verbesserung vom Equipment angeht. Ne? Ja, und bis dahin spart man natürlich, man spart mühselig, ne? Sich die Ressourcen zusammen, um halt eben dann irgendwann eines Tages mit richtig fetten Verbesserungen dazustehen. Ich weiß nicht, die Konkurrenz auf meinem Server, gerade hier schläft auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich in letzter Zeit immer so ein paar mehr Fights verliere. Der Sir Webster hier momentan gerade dabei, sein Equipment zu verbessern. Da warte ich noch ein bisschen, muss ich sagen. Da warte ich lieber ab, halte mich ein bisschen bedeckt, um dann eines Tages dann, wenn ich genug angespart habe, direkt alles auf einmal auf 20 zu ziehen, um mir dann halt diese Zwischenschritte zu ersparen von 16 auf 17, auf 18, auf 19 und so weiter, ne, mit immer als jeweils anderen Equipment, nicht lohnenswert meines Erachtens nach. Und deswegen ist das auf jeden Fall mein Plan für die Zukunft und der Elevator unterstützt mich definitiv ganz doll dabei. Kommt noch ein Crit, aber der reicht nicht. Oha, Alter, was war das denn für ein Kampf, Junge? Naja, das auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, wenn euch die Liste weitergeholfen hat, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut oder mal den Leuten, die da dran gearbeitet haben, ein bisschen Props gibt, weil das ist natürlich auch alles kostenlos, steht das zur Verfügung. Ich mache jetzt nur noch mal kurz meine Free Tries ohne irgendeinen Buff, aber ohne irgendeinen Buff komme ich hier mittlerweile nicht mehr weiter. Wir sind auf 6% hier, ne? Morgen, wenn das Video jetzt erscheint, dann sollten wir schon auf 8 sein und ich werde definitiv meinen Rekord schlagen. Ich glaube, das höchste, was ich mal hatte, war nicht der letzte, sondern der vorletzte Elevator, glaube ich, gewesen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das war irgendwas um die 400, ich glaube, ich hatte da 444 erreicht oder so. Und wollte irgendwie die 450 erreichen und ich glaube, ich bin bei 449 hängen geblieben. Irgendwie so war das, glaube ich, gewesen, circa. Ne? Und das werden wir jetzt diesen Elevator definitiv überbieten. Ich könnte jetzt schon deutlich weiter sein, habe aber nicht großartig reingepilzt bisher, weil ich halt eben mich auch hier so ein bisschen bedeckt halten will und nicht an mein Limit gehen möchte, sondern halt eher für die Gilde mehr Höllenmarken farmen möchte, als mich jeden Tag ans Zenit zu bringen. Ne? Das ist auf jeden Fall so mein Plan. Gut, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten war es das. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.